heizen mit einer 100 Watt Glühbirne. Herzlich willkommen im neuen Video. Jetzt werden viele fragen, was meint der mit dem? Ich sage das ganz bewusst. Ihr kennt alle noch die alten Glühbirnen. Die hat es gegeben mit 100 Watt, die hat es gegeben mit 60 Watt, mit 40 Watt, was auch immer. Aber eine 100 Watt Glühbirne, mit der hast du nichts heizen können. Aber die Energie 100 Watt ist für mich heute mit der Celsius-Technologie ein ganz aussagekräftiger Energieverbrauch. Warum? Wir haben durch unsere spezielle Steuertechnik, speziell bei der Wi-Fi, aber auch bei der digitalen, kein Ein-Aus-Prinzip, sondern wir haben eine Variable. Das heißt, unsere Paneele regulieren sich von 550 Watt bis auf ca. 105 Watt bei der digitalen. Und bei der Wi-Fi-Technologie geht das Ganze noch runter bis auf 50 Watt pro Stunde. So, jetzt könnt ihr mit einer Typ 1 Platten 60 x 60 könnt ihr heute locker einen 20 Quadratmeter Raum heizen bei einem normalen Ziegelgebäude oder genauso bei einem Holzbereich. Das geht sich wunderbar aus mit normaler Raumhöhe. So, was ist jetzt wieder mit den 100 Watt? Ganz einfach. Mit unserer Wi-Fi-Technologie habe ich die Aufzeichnung noch dazu. Und die werde ich jetzt da daneben einmal einblenden, dass ich mit 20 Quadratmeter Raum mit einem Typ 1 Panel sehr wohl mit 100 Watt pro Stunde einen Raum beheizen kann. Und die werde ich aber auch sagen, dass das mit 50 Watt auch geht. Und das ist phänomenal wenig, weil das sind wir im Bereich von einem Halogenspot, 50 Watt. So wenig Energie ist das. Und wenn ihr jetzt einmal nur ein bisschen logisch denkt, wenn ich heute so wenig Energieverbrauch habe und ich heute sage, ich habe jetzt ein normales Einfamilienhaus, 120, 130 Quadratmeter, dann braucht sie heute ungefähr 7, 8 von den Celsius-Platten. 8 mal 100 Watt sind bei mir 0,8 kW. Und 0,8 kW in der Stunde für ein ganzes Haus zum Heizen ist fast nicht zum Glauben. Es funktioniert aber. Es funktioniert dann, wenn du heute die Speicherwärme aufgebaut hast, wenn die Bausubstanz trocken ist, weil ohne dass die Bausubstanz unter 1,5% getrocknet ist, wird das nicht funktionieren. Und dann könnt ihr eine sogenannte Speichererwärmung aufbauen, weil Celsius eine Raumtiefe hat auf 12 Meter Raumtiefe und eine sogenannte Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen aufbaut. Und dabei baut sich eine perfekte, gleichmäßige Wärme auf. Das haben wir gerade beim letzten Video gezeigt, ganz eindrucksvoll bei einem großen Haus. Schaut euch das Video an, ich blende es euch da noch einmal ein. Es ist phänomenal, wenn ihr euch bewusst seid, dass ich mit so wenig Energie ein Haus beheizen kann. So, und jetzt denken wir mal noch einen Schritt weiter, weil viele werden ja sagen, ja, aber die Energiepreise für Strom sind ja momentan hoch. Die sind überall hoch. Öl ist teuer, Gas ist teuer, Pellets werden genauso wieder jetzt anziehen. Und das ist jetzt genau das. Ihr könnt kein Gas heute selber bohren, ihr könnt kein Öl bohren. Es werden keine Pellets am Baum wachsen und die Hochschnitzel könnt ihr auch nicht im Wald einfach so zusammenkehren, dass ihr es verwenden könnt. Und das Stückgut ist genau dasselbe. Muss ich auch machen. Also was wird da übrig bleiben? Das Einfachste heute selber zu erzeugen ist Strom. Und wenn ich jetzt wieder auf diese 800 Watt in der Stunde hergehe von einem normalen Einfamilienhaus, dann reden wir heute bitte davon, dass ich heute mit 2 bis 3 Photovoltaikzellen diese kleine Energie, und jetzt werdet ihr vielleicht einmal verstehen, wie wenig Energie das wirklich ist, mit 3 Photovoltaikzellen am Dach, wenn die Sonne im Prinzip optimal scheint, könnt ihr heute den Energieverbrauch ganz locker decken. Jetzt ganz schnell verstehen, wenn ich jetzt sage, 800 Watt mal 10 Stunden sind bitte bei mir nur 8 kW für ein Haus. In 10 Stunden. In 15 Stunden sind es 12 kW. So, wenn ich jetzt sage, ein Teil davon muss ich über Photovoltaik in der Nacht über einen Speicher abdecken, ja okay, ist auch nicht das Problem. Die Speichermedium kosten heute nicht mehr die Welt. Aber damit kommt sie in der Freiheit, damit könnt ihr heute ansagen, ich habe mit Celsius keine Wartungskosten, ich habe keine Verschleißkosten, ich habe heute eine Haltbarkeit von 30 bis 40 Jahre, ich habe den niedrigsten Energieverbrauch und jeder wie er will, entweder Digitalsteuerung
ohne Internet oder ich nehme heute die Wi-Fi-Steuerung, kann ich ins Internet einbinden, muss ich aber nicht ins Internet einbinden, das brauche ich nur dann, wenn ich heute die App-Funktion heute auch haben will. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, schaut rein auf www.jungfrauhimmel.at, tut unseren Kanal liken und abonnieren und teilen. Und wir freuen uns auf ein nächstes Video. Bis zum nächsten Sonntag. Viert euch!